Euer Wunsch ist uns sehr gerne Befehl. Und so geht heute die erste Folge von TradingView, der neuen Serie, an den Start. Ich freue mich riesig, dass Andreas sich bereit erklärt hat, dieses Thema zu übernehmen, da er sich extrem gut damit auskennt und so sichergestellt ist, dass selbst für die alten Hasen unter euch in jeder Folge etwas Tolles Neues dabei ist. Andreas kennt ihr schon von dem Video TWS Marktscanner, was ich euch hier gern noch einmal verlinke. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit der ersten Folge. Herzlich willkommen zum Start unserer TradingView Tutorial Serie. Ich bin Andreas von Börse und Co. und freue mich, euch in den kommenden Folgen TradingView näher bringen zu dürfen, die einzelnen Punkte bis in die Details zu erklären und zu zeigen. Für diejenigen, die mit TradingView noch nicht zu tun hatten, TradingView ist eine Chart-Software für die technische Analyse mit durchaus noch anderen Features. Wir sehen hier die Homepage von TradingView und ich kann nur anhand, dass ich mal eben über die oberen Reiter durchgehe, zeigen. Wir haben also, wie schon benannt, die Charts, aber wir finden hier auch Screener für alle möglichen Assets, verschiedene Kalender. Es ist eine größere Community inkludiert. Die weltweiten Märkte unterteilt auch in Länder und Regionen bis hin zu den unterschiedlichen Brokern, die mit TradingView zu verbinden gehen. Wie kommen wir dahin? Wie können wir das nutzen? Gehen wir einfach mal hier auf das Auf geht's. So, wir haben die Möglichkeit, TradingView kostenlos zu nutzen. Dafür müssen wir uns registrieren. Wenn wir hier auf Melden Sie sich an, einmal draufklicken, dann sehen wir können uns registrieren, entweder über einen Google-Account oder unterschiedliche Social-Media-Profile oder eben den klassischen Weg über die E-Mail. Wir haben verschiedene Accountgrößen. Neben der kostenlosen existieren für die nicht professionellen Trader Essential, Plus und Premium. Und für die Professionals haben wir nochmal Expert und Ultimate. Wenn wir weiter runter scrollen, wir sehen also hier eine grobe Zusammenfassung, ja, wie die einzelnen Abos sich unterscheiden. Wenn wir allerdings weiter runter scrollen, dann sehen wir das hier im Detail. Wir sehen zum Beispiel, dass in der Basic-Version, also die kostenlose, hat man die Möglichkeit, einen Chart pro Tab zu öffnen, während man zum Beispiel in der Premium-Version 8 gleichzeitig in einem Tab offen haben kann, also 8 Kurse miteinander vergleichen. Schauen wir uns vielleicht aus der ganzen Liste, die müssen wir jetzt nicht ganz komplett durchgehen, im Ausprobieren, da merken wir dann schon, was uns gefällt, was uns wichtig ist. Aber was doch viele immer wieder fragen, ja, wie viele Indikatoren gehen denn? Ja, dann sehen wir mal hier bei dem Punkt Indikatoren pro Chart. In der kostenlosen Version sind es 2 und in der Premium sind es 25. Also ich nutze aktuell die Premium-Version, habe aber genauso mit der kostenlosen angefangen, habe mal ein bisschen gespielt und ausprobiert, bis ich dann wusste, was ich alles brauche. Dann bin ich hoch auf Essential und irgendwann mit der Zeit, ja, je mehr man kann, je mehr man tut und vor allem auch, je nachdem in welchen Asset- und Trading-Bereichen, dass man unterwegs ist, braucht es dann halt doch ein bisschen mehr. Nach der Registrierung kann man in den Chart rein. Und zwar hier oben über Produkte, Supercharts, einen Mausklick und dann öffnet sich das Chartbild. Ich werde jetzt mal umswitchen auf meinen Account, da ich hier nicht angemeldet bin. Also den hier runter. Und so sieht dann der Bildschirm aus nach der Account-Eröffnung. Ein kleiner Break, falls euch unser Kanal gefällt, falls ihr sagt, ja, ich will alles wissen, was die zu sagen haben und noch mehr.
Und was Sie bis jetzt gemacht haben, hat Hand und Fuß. Dann seid so gut, gebt uns einen Daumen, abonniert unseren Kanal und gerne, sehr gerne auch ruhig in die Kommentare Anregungen, Lob, Kritik ist genauso immer konstruktiv. Tobt euch aus, macht mit. So kann unser Kanal wachsen und das bereitet uns schlichtweg Freude. Gut, schauen wir weiter. Also, zuerst werdet ihr mir doch bitte, bitte vergeben, aber dieses grelle Weiß, das lächelt mich überhaupt nicht an. Deshalb, ich bin jetzt mal so dreist, ich klicke hier oben auf dieses Zahnrad-Symbol, gehe hier auf die Position Canvas, denn hier kann ich den Hintergrund abändern. Von den als Farbverlauf, ja, in dem Fall jetzt von Schwarz zu Weiß. Ich könnte jetzt aus dem Schwarz könnte ich auch ein Rot machen, da wäre es von Rot in Weiß. Brauche ich nicht, will ich nicht. Ich will es doch etwas puristisch, aber nicht weiß, sondern schwarz. Und wir bestätigen hier unten auf OK. Jetzt haben wir immer noch diesen weißen Rahmen, den will ich auch nicht. Also, dann gehen wir hier oben auf diese 3 Punkte. Hier versteckt sich nämlich auch nochmal ein Menü. Und hier kann ich jetzt umschalten auf dunkel. So, so mag das der Andi. Gut, ich werde jetzt hingehen. Ich werde nur mal die ganz groben Bereiche erklären, da wir in den kommenden Folgen und Tutorials wirklich jedes einzelne Detail Stück für Stück miteinander durchgehen werden und deshalb nur mal auf das Wichtigste jetzt eingehen. Und das Wichtigste ist natürlich, wie kann ich hier mir eine bestimmte Aktie, einen bestimmten Wert, Indiz oder was auch immer anzeigen lassen? Dann klicken wir hier oben in dieses Feld hinein, sind jetzt in der Symbolsuche. Wir können sagen, wir wollen durch alles Mögliche durchsortieren. Wir können aber auch filtern, Aktien, Geldmittel, Futures, Forex, Krypto, Indizes etc. Wir wollen jetzt mal eine Aktie und zwar nehmen wir da mal Alphabet. Der Konzern von Google. Und jetzt sehen wir schon, jawohl, hier ist es. Wir sehen auch hier an diesem Icon, so wenn wir die anwählen, dass das der Kurs ist von der Primärbörse, also wo Alphabet gelistet ist, nämlich am Nasdaq. So, und schon haben wir den Kurs. Wir haben den Kurs und zwar in der Tagesansicht. Das heißt, jede einzelne Kerze symbolisiert einen Tag. Wir könnten das abändern, wenn wir das wollen, indem dass wir hier oben einmal draufklicken und könnten uns dann was auch immer, Stunde, 4, Woche, ja, der übergeordnete Blick ist ja auch immer wichtig, niemals zu vernachlässigen. So, und jetzt haben wir eben die Wochenansicht. Gehen wir wieder zurück auf die Tagesansicht. Wir haben hier die Auswahl, welche Art von Chart, das wir haben wollen. Wir haben jetzt den klassischen Kerzenchart und wir sehen, da gibt es die Hohlkerzen, Volumenkerzen, ja. Also viele unterschiedliche Volumen, Fußabdruck oder auch Footprint, besser ausgedrückt, sage ich mal, ist das mehr bekannte Wort. Wir haben den Renko-Chart, der von vielen genutzt wird, aber wir bleiben beim klassischen Kerzenchart. Jetzt kann man sich natürlich nicht merken, was ist denn wo, in welchem Abo drin etc. Ich kann es euch ganz einfach erklären. In dem Moment, wo ihr irgendwas auswählt, was in eurem Abo nicht drin ist oder in der kostenlosen Version, weil mit der beginnen wir und mit der arbeiten wir uns erstmal ein, bekommt ihr sofort einen Banner von TradingView eingeblendet, dass das eben nicht geht, dass man da dazu upgraden muss, damit es wäre jetzt einfach müßig, wenn ich bei jedem einzelnen Punkt ja, noch dazu erklären würde, wie oft oder wie viel das in dem jeweiligen Abo drin ist.
Wie gesagt, in der kostenlosen Version kann man auf alle Fälle schon mal die einzelnen Charts anschauen. Man kann auch 2 Indikatoren reinpacken, eine Watchlist anlegen. Also das Grundsetup ist gegeben und das finde ich, sei mal, für eine kostenlose Leistung doch schon mal sehr gut. Weiter geht's. Wir haben hier den Bereich der Indikatoren. Ja, also da kann man persönliche mit anlegen. Es gibt Indikatoren, die klassischen wie einen gleitenden Mittelwert, einen EMA, einen SMA. Es gibt allerdings auch Indikatoren, die von der Community gebaut wurden und die dann öffentlich zur Verfügung stellen. Ja, das sehen wir dann, wenn hier hinten eben die Namen dabei stehen. Das ist wirklich eine sehr gute Funktion. Jeder hat die Möglichkeit, hier auch seine eigenen Indikatoren zu entwerfen, wenn er sich eben mit Pine etwas auseinandersetzt. Wir haben die Möglichkeit, einen Alarm zu setzen. Den können wir setzen auf ein gewisses Preisniveau, auf einen Indikator. Auch das werden wir natürlich ausführlich in den kommenden Tutorials erklären. Hier oben haben wir dann die sogenannte Backtesting-Funktion, wenn ich Dinge in der Vergangenheit prüfen möchte, wie zum Beispiel ein Strategieansatz von mir funktioniert, dann kann ich das mit dieser Backtesting-Funktion machen. Auf der linken Seite haben wir hier die ganzen Zeichenwerkzeuge. Also angefangen vom Cursor über einfache Trendlinien bis hin Fibonacci oder die Werkzeuge der Gann-Theorie bis hin, ja, zu den Emojis. Ja, toll. Ne? Ich habe keine Ahnung, wieso, weshalb. Also ich hab noch kein Emoji in der technischen Analyse verwendet, aber ist ja gut, dass man es machen kann. Ne? Ähm, Der ein oder andere mag es, wenn das ein bisschen heiter aufpeppen kann. Also, why not? Wie schon erwähnt, dieser linke Bereich hier dreht sich in erster Linie um alle Zeichentools, Chartmuster etc. Hier unten, da haben wir auch nochmal Zeiteinheiten. Und zwar drehen die sich darum, welches Zeitfenster wird mir hier angezeigt. Ja, also wir haben ja festgestellt, wir sind jetzt im Tageschart, jede Kerze ein Tag. Jetzt kann ich aber auch sagen, ich möchte auf diesem Chart exakt ein Jahr sehen. Wenn ich das anklicke, dann sehe ich von hier unten, von Mai nach rechts rüber zu Mai ist exakt ein Jahr. Wenn ich jetzt mal auf 6 Monate gehe, ja, dann wird es mir angezeigt von November bis jetzt. Wieder zurück. Auf der rechten Seite haben wir natürlich die Preisskala, die man auf diesem Zahnrad hier auch umstellen kann, zum Beispiel in Prozent. Ne? Und nicht ausrechnen, wie viel Prozent ist der Stop oder wie viel Prozent ist mein Target weg, kann ich mir die Prozentliste einblenden lassen oder ein anderes Werkzeug nehmen. Da gibt es hier doch wirklich sehr viele gute Funktionen. Stellen wieder zurück, lassen uns den Preis anzeigen. Hier oben sehen wir die Währung. Auch das, ja, gerade in einem Tool, wo man alle möglichen Assets weltweit raussuchen kann, ja, immer wieder auch den Blick hier oben haben. Was für eine Währung bin ich denn? Welche Börse habe ich ausgewählt? Wir haben dann weiter rechts, direkt daneben, die Watchlist. In der kostenlosen Version ist auch eine Watchlist enthalten. Wie kann ich da etwas reintun? Naja, ich gehe einfach hier, der Alphabet, gehe ich zum Beispiel hin und schaue mal, kann ich doch, der klassische, wo ist er denn, wo ist er denn? Einfügen. Hier haben wir es doch. Mensch,
Den Wald vor lauter Bäumen nicht, wirklich. Bitteschön. Hier unten haben wir es. Google zur Watchlist hinzufügen. Ja, da sind jetzt mehrere Auswahlreiter, weil ich natürlich verschiedene Listen habe. So, ich mache bei Watchlist, klicke ich einmal mit der linken Maus an und jetzt sehen wir, wurde es hier unten in die Watchlist hinzugefügt. Gut, wir haben weiter unten, jetzt habt ihr gerade eben gemerkt, ne? Also das hier ist wirklich unplugged. Ja? Ich lasse nichts schneiden oder sonst etwas. Ihr müsst wirklich leider alles ertragen, jeden Fehler, den ich mache, aber ich hoffe, ihr vergebt mir. Ich gelobe Besserung. Beim nächsten Mal, wo mir ein Fehler passiert, auch wieder. Gut, machen wir weiter. Wir haben dann weiter unten haben wir noch Erläuterungen, ja, zu dem aktuellen Asset. Also wir haben Alphabet Google und wir sehen dann hier eben weitere Erläuterungen über diese Aktie. Sehen zum Beispiel die Earnings schon mal grafisch ganz einfach dargestellt. Ja, grün, okay, hat die Erwartungen übertroffen. Wenn es nicht so wäre, dann wäre es ein roter Punkt, der weiter unten wäre, denn dieser weiße Kreis, der zeigt quasi die Erwartung an. Ja? Also grafisch sehr übersichtlich, ansprechend gemacht. Wir sehen dann verschiedene Finanzkennzahlen, ja, die kann ich auch aufrufen, indem ich hier unten draufklicke, dann geht ein zusätzlicher Bildschirm auf. Die Performance, die technischen Daten. Ihr seht jedes Mal, wo ihr hier so ein Feld seht, könnt ihr draufklicken, wie jetzt zum Beispiel das Analystenrating, klicke ich drauf und da sehe ich, wie zum Beispiel dieses Rating eben zustande kommt. Ja, da sehen wir, also insgesamt haben 70 Analysten diese Aktie bewertet oder geratet, 49 davon für starker Kauf, 9 für Kaufen etc. Ja, also ich sehe dann einfach diese zusammengefasste Information von hier, sehe ich dann wesentlich detaillierter. Natürlich Zwischenanmerkung, keinerlei Financial Advice, Anlageberatung oder dergleichen. Alles, was hier gezeigt, gesagt wird von uns, von meiner Seite, ist erstens mal A subjektiv und B dient in diesem Falle einfach nur zur Bedienung von dieser Software. Das muss man natürlich immer wieder sagen, da eben gewisse Trading-Stile, Trading-Möglichkeiten zum Totalverlust führen können. Deshalb der Disclaimer. Gut, wir schließen wieder den Bereich der Watchlist. Was haben wir hier auf der Seite noch? Wir haben hier den Bereich der Alarme. Ja, kann ich hier auch ebenfalls nochmal Alarme einstellen. Das hier Objektbaum-Datenfenster, das sind dann mehr so die Hintergrundaktivitäten. Also da sind wir dann schon sehr weit in der Materie, wenn wir uns da damit beschäftigen. Hier haben wir die Chats der Community und wir sehen gleich, hier haben wir öffentlich, wo wir jetzt gerade drin sind. Da sehen wir da unten die verschiedenen Themen und wenn ich eins anklicke, ja, da bin ich da in dem Thema drin. Da könnte ich hier jetzt ebenfalls mit reinschreiben, mich mit unterhalten. Es gibt aber auch die Möglichkeit, hier oben auf einen Privatchat umzustellen. Wenn ich dann den Nicknamen des Gegenübers habe, kann ich den hier zufügen und kann mit dem privat diskutieren außerhalb der Öffentlichkeit. Ein erneuter Klick drauf schließt es wieder. Wir können hier separat den Screener öffnen. Wir können hier einen Kalender. Wir haben hier den Option-Builder, Optionsbilder. Das ist allerdings alles noch in der Beta-Phase. Da ist es noch nicht ausgereift, aber Stück für Stück wird auch das. So, dann haben wir die Benachrichtigungen. Es ist ja auch ein breiterer Nachrichtenfeed hinter oder unterschiedliche Nachrichtenfeeds über Indizes, über Wirtschaftsnachrichten allgemein, Länder. Auch das Stück für Stück hangeln wir durch. Wir haben jetzt, sage ich mal, für diese Folge einfach mal angerissen, was ist TradingView, was kann man damit machen, den allerersten Einblick und schon mit der nächsten Folge werden wir hingehen und werden dann ein Stück weiter in die Materie gehen. Zum einen, wie suchen wir die unterschiedlichen Assets auch nach einer bestimmten Börse zum Beispiel?
Wie kann ich mir unterschiedliche Watchlisten anlegen, wenn ich abgegradet habe? Und schauen wir mal, was wir noch so machen. Wir werden mit der Zeit definitiv eins nach dem anderen behandeln. In diesem Sinne, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich wünsche euch eine gute Zeit und gute Trades. Bis dann.